Herzlich willkommen in der Matrix. Nicht in Neos Matrix. Nein, nein. Heute befinden wir uns in Sauters Slab Matrix. Und heute fräsen wir Herzenplan. Und zwar dicke zu dünnen Herzen. So, also nochmal herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitags um 4 und wir im Sauter Shop. Ja, was machen wir heute? Planfräsen. Planfräsen. Und zwar heute mal keine dicke Bohle, sondern eine Baumscheibe. Die Frage wird uns ab und zu mal gestellt tatsächlich, ob man denn auch Hirnholz fräsen kann, also sprich Baumscheiben. Das wollen wir heute ein bisschen zeigen. Vielleicht bevor wir anfangen, kurz ein paar Worte zur Slab Matrix. Wir haben 3 Modelle von der Slab Matrix. Das ist das mittlere. Daten und so weiter findet man auf der Homepage. Ja, warum verwenden wir ein Planfräsgerät? Klassisch würde man wahrscheinlich eine Bohle durch einen dicken, also über die Abrichte schieben, dann durch einen dicken Hobel. Ist aber in der Breite begrenzt, bei großen Maschinen in der Regel bei 600 mm. Wenn man jetzt größere Bohlen hat, zum Beispiel für große Esstische, was im Moment häufig gebraucht wird oder gerne gemacht wird von Kunden, reicht eben so einen dicken Hobel nicht mehr aus und da braucht was Größeres und das wäre in dem Fall die Slab Matrix, also etwas breiteres mit einer schwebenden Oberfräse, die ich in einer bestimmten Höhe fixieren kann und Schicht für Schicht abtragen kann, bis ich eben plan bin. Somit nichts anderes eigentlich wie einen dicken Hobel. Wie war das jetzt? Wir haben hier ein Stück, was haben wir hier? Ein Birkenholz. Birke, super einfach zu fräsen. Relativ hart auch, aber trotzdem ging es durch wie Butter. Natürlich starke Maschine, guter Fräser. aber auch mit dem Planfräsgerät. Erster Durchgang jetzt hier. Sieht gut aus. Die Referenz ist geschaffen, von da arbeiten wir uns jetzt runter. Genau, können wir jetzt entweder über Revolver oder Feineinstellung dann einfach weiter runter arbeiten. Dann lass dich nicht aufhalten. Gerne. So, dann sind wir eigentlich prinzipiell fertig, nicht ganz, aber für den Zweck reicht's. Ja, schaut gut aus. Finde ich eine schöne, plane Fläche geschaffen. 2 Stellen hier sind noch nicht plan, aber wenn man jetzt das Ganze umdrehen wollen würde und komplett plan fräsen, also dass wir eine Dicke haben über das Werkstück, würde die Auflagefläche jetzt gut ausreichen, denke ich. Ja, was war hier los, Dominik? Naja, wenn du auch ein bisschen aufmerksam gewesen wärst, während ich beim Fräsen war. Ja. Wir hätten jetzt einfach nur unseren Korb von der Slab Matrix einen Zahn tiefer setzen müssen, damit die Bürsten wieder sauber auf unserem Material abschließen. Dann hätten wir jetzt hier auch nicht so ein Späne-Chaos. Weit weniger. Weit weniger. Nee, genau. Und vielleicht immer die Zustellung, also fürs Ergebnis, was vielleicht noch ein kleiner Tipp ist. Klar, man wird bei Hartholz tendenziell weniger zustellen als bei Weichholz, weil es einfach besser geht, zumindest bei den Schrubbgängen. Man könnte jetzt hier noch einen kleinen Schlichtgang machen, weniger zustellen, nochmal alles überfräsen, dann hat man diese Streifen ein bisschen besser weg. Schleifen wird man am Ende wahrscheinlich sowieso. Aber das Entscheidende, Hirnholzfräsen. Tipptopp. Kein Problem. Vom Fräsgefühl genauso wie wenn man das Holz quer fräst. Also gar kein Problem. Haben wir sonst noch irgendwelche Infos über die Slab Matrix? Allgemein vielleicht, haben wir ja vorhin schon gesagt, eingangs dieses wunderbaren Films. Es gibt 3 Größen, wir haben uns für die mittlere entschieden. Die hat neben dem Planfräsen, um das es heute ging, eine weitere Funktion. Aber das sieht man alles eben auf der Homepage, denke ich. Da haben wir auch noch 1 oder andere Videos. Apropos Videos, während des Videos waren 1, 2, 3, 4, 5 Schnipsel von anderen Holzwerkern auf YouTube zu sehen, die die Slab Matrix nutzen in verschiedenen Ausführungen. Sind unten verlinkt. Apropos unten. Gerne Kommentare auch unter das Video anbringen. Genau. Kanal abonnieren, wer mag. Daumen hoch. Glocke drücken. Und ansonsten War's es für heute. Genau. Somit verabschieden wir uns. Ciao, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.